Gibt es eine bewährte Praxis zur Optimierung in jedem Bereich? Ja, die gibt es und es ist ganz einfach in allen Branchen und Bereichen anwendbar. Die besteht aus 5 Schritten. Schritt 1. Identifikation der Schwerpunkte. Hole dein gesamtes Team zusammen, egal ob 3 oder 10 Personen, und frage nach den Schwierigkeiten, Problemen, wichtigen Aufgaben und gegebenenfalls Zielen für dieses Jahr bzw. für die kommenden Monate. Notiert dann alle Punkte zum Beispiel auf einem Flipchart, sodass es alle gut sehen können. Schritt 2. Schwerpunkte priorisieren. Nun priorisiere mit einer einfachen Methode diese Punkte, um die Top-Themen schnell und einfach zu identifizieren. Was gut funktioniert und dazu auch noch Spaß macht, ist Folgendes. Gib jedem Teilnehmer virtuelle 1.000 € und lasse dann die Teammitglieder das Geld auf die wichtigsten Themen, die das Unternehmen oder das Team weiterbringen würde, setzen. Das virtuelle Geld kann dabei frei auf die Themen verteilt werden. Wenn alle fertig sind, erhältst du schnell eine gute Priorisierung vom Team. Nun stehen die Top-Themen also fest. Wenn du dich für Priorisierung interessierst, dann schaue doch auf meiner Webseite vorbei. Dort findest du nicht nur viele wirksame Methoden aus der Praxis, sondern auch interessante Artikel, die dir bestimmt weiterhelfen. Schritt 3. Lösungsstrategien festlegen. Nun prüfst du, ob diese priorisierten Top-Themen mit bekannten Ansätzen und zum Beispiel einem Lean-Office-System oder anderen bekannten Ansätzen bearbeitet und erledigt werden können oder ob du etwas anderes und Neues dafür benötigst. Der Schnellcheck ist einfach. Falls du ein Verbesserungssystem nutzt, prüfst du einfach, ob du mit einem Element oder einem Baustein aus dem System diese Top-Themen umsetzen könntest und falls nicht, definierst du sehr konkret, was, warum, wie, mit wem, bis wann erledigt werden sollte. Schritt 4. Umsetzung beginnen. Plane nun die Umsetzung dieser Punkte und sorge für die Befähigung des Teams. Falls du dafür das Verbesserungssystem nutzen kannst, sollte alles weitestgehend klar sein. Falls nicht, überlegt gemeinsam, ob es im Team, im Bereich oder im Unternehmen jemanden gibt, der euch bei der Umsetzung helfen könnte. Manchmal ist es auch hilfreich, sich externe Unterstützung dafür zu holen. Wenn das interne Wissen dafür nicht ausreichend ist, kann eine externe Beauftragung und ein guter Umsetzungspartner eine große Hilfe sein. Ihr könnt die Umsetzung auch sehr gut mit einem Kanban-Board verfolgen. In der Beschreibung findet ihr ein paar hilfreiche Verlinkungen dazu. Gefällt euch das Video bis jetzt? Dann sehr gerne liken, teilen und diesen Kanal abonnieren. Schritt 5. Nachhaltige Umsetzung und Weiterentwicklung. Definiert einen guten Modus für euch, um die Umsetzung zu verfolgen. Dabei sollten die wichtigsten Aspekte verfolgt werden und der Fokus sollte auf Wirksamkeit und nicht nur auf die geleistete Arbeit gelegt werden. Ihr werdet nur zu echten Experten, wenn ihr euch über Wirksamkeit Gedanken macht und nicht über die geleistete Arbeit diskutiert. Wie ihr sehen könnt, ist dieser Ansatz branchen- und bereichsunabhängig und kann sowohl in einem kleinen Betrieb als auch in größeren Unternehmen angewendet werden. Wiederholt die Schritte 1 bis 5 regelmäßig und ihr werdet nicht verhindern können, dass ihr immer an den richtigen Themen arbeitet, immer die vollste Zustimmung und Unterstützung des Teams habt und euch so gezielt und sehr schnell weiterentwickelt. Ich hoffe, ihr könnt nun mit dieser Anleitung immer an den richtigen Themen arbeiten und so eure Wirksamkeit steigern. Es ist nicht wichtig, wie viel umgesetzt wird, sondern ob an den richtigen Dingen gearbeitet wird. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Umsetzung.